Also Frankenstein steht hinter allem. Sei Godzilla, mache nichts anderes. Schreibe Bücher über das Darstellen von Godzilla, rede mit Reportern über das Darstellen von Godzilla, aber mache nichts anderes. Sei einfach Godzilla. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Am 16. Dezember 2023 verstarb Kenpachiro Satsuma. An diesem Tag, 39 Jahre zuvor, wurde Godzilla, die Rückkehr des Monsters, in Japan uraufgeführt. Er war für viele Fans eine bedeutende, wenn nicht sogar die bedeutendste Inkarnation Godzillas. Für Fans wie mich, die die großen Schlachten der Frankensteine in den 60er und 70er Jahren gar nicht miterlebt hatten, war Godzilla immer mit dem heimischen TV-Gerät und Videotheken verbunden. Es waren vermehrt die Heisei-Auflagen, die mich an Godzilla heranbrachten. Satsuma prägte, so kann man vielleicht sagen, die zweite Generation, die diese Meisterwerke nicht im Kino verfolgten, sondern nur auf VHS zurückgreifen konnte. Ich denke aber, jeder Godzilla-Fan kann auf seinen höchstpersönlichen Lieblingsmoment von Satsuma zurückblicken. Wir wollen daher einen kleinen Blick auf sein Schaffen werfen. Satsuma wurde am 27. Mai 1947 in Izumi, Kagoshima geboren. Unter anderem ist er auch als Kengo Nakayama und Ryuama Kusaka bekannt. Satsuma entschied sich im Filmgeschäft zu arbeiten und fing bei der Toho an. Er wird in seiner Anfangszeit oft anders genannt, aber ich bleibe bei Satsuma. 1971 wurde er vom berühmten und ersten Godzilla-Darsteller Haruo Nakajima zum Gegner, aber nur filmisch betrachtet. In Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster kam es zum Treffen eines aktuellen und zukünftigen Godzillas. Satsuma hatte seinen Einsatz als Suit Actor im Hedorah-Kostüm und machte Nakajima durch diesen das Leben schwer. Angeblich erlitt Satsuma während der Promotion zu Teufelsmonster eine akute Blinddarmentzündung, die eine Operation erforderlich machte. Während des Eingriffs wurde festgestellt, dass er gar nicht auf die Schmerzmittel reagierte. Der Arzt musste ihn mit Chloroform betäuben und es wird erzählt, dass die Operation mit ihm im Anzug stattfand. Wenn ja, starker Typ. Zu Hedorah sagte Satsuma: Da Hedorah ein Monster sein sollte, das durch Umweltverschmutzung entstanden ist, habe ich versucht, ihn nicht als Tier darzustellen. Ich habe versucht, ihn gruselig und grotesk erscheinen zu lassen. 1972 wurde er in Frankensteins Höllenbrut mit Gigan erneut Godzillas Kontrahent. Gigan ist ein brutaler außerirdischer Cyborg und wohl einer von Godzillas härtesten Gegnern. Haruo Nakajima gab nach 18 Jahren mit diesem Film seinen Abschied. Doch für Satsuma dauerte es noch eine Weile, bis er selbst den König der Monster spielen durfte. 1973 war Satsuma erneut im Gigan-Kostüm zu sehen. Godzilla wurde aber von einem Neuling verkörpert. Sein Name? Shinji Takagi. Man sieht die Darstellung von Takagi in King Kong Dämonen aus dem Weltall. Dort gibt es eine Wrestling-Schlacht im Sinne von Bud Spencer und Terence Hill. Für das Gute stehen Godzilla und Jet Jaguar, im deutschen King Kong. Auf der Gegenseite stehen Megalon und Gigan. Takagi wurde schnell abgelöst. Im Nachfolger Godzilla gegen Mechagodzilla, zu Deutsch King Kong gegen Godzilla von 1974, war Isao Tsuchi im Godzilla-Kostüm zu sehen. Auch er wurde schnell ersetzt. Im letzten Teil der Showa-Ära wurde Godzilla von Toru Kawai verkörpert. Mit diesem Film endete die Showa-Ära und erst 1984 zu Godzillas 30. Geburtstag wurde die Reihe fortgeführt. Mit Godzilla, die Rückkehr des Monsters, kam für Satsuma der Durchbruch. Ab Godzilla gegen Hedorah von 1971 verpflichtete die Toho Teruyoshi Nakano für die Spezialeffekte. Somit hatten Nakano und Satsuma ihre erste Zusammenarbeit bei Hedorah. Als die Serie wieder ins Leben gerufen werden sollte, erinnerte sich Nakano an Satsuma und setzte sich für ihn ein. Er war jedoch nur die zweite Wahl. Als der ursprünglich geplante Darsteller absagen musste, sprang Satsuma für ihn ein. Nun durfte er seine Version von Godzilla darstellen. Und das schaffte er mit Bravour. Man merkt sofort als Zuschauer, dass es nicht mehr der Godzilla ist, der noch wenige Jahre zuvor die Erde rettete. Satsumas Spiel des Kaijus ist niemals unglaubwürdig. Die Kindereien zählen nun zur Vergangenheit. Godzillas Design wurde mit der Heisei-Ära unglaublich verbessert und Satsuma wusste, wie er die animalische Kraft von Godzilla rüberbringen kann. Satsumas Godzilla war auch der bis dato größte, den es gab. Mit 80 Metern war er dem Original um 30 Meter überlegen. Godzillas Erscheinung musste nun zur beeindruckenden Tokioter Wolkenkratzer-Landschaft angepasst werden. Der Dreh für diesen Film war auch einer der schwierigeren Drehs. Laut Satsuma war das Kostüm für einen größeren Darsteller gebaut und wog 120 Kilo.
Ab Godzilla der Urgigant 1989 übernahm Koichi Kawakita die Regie für die Spezialeffekte. Kawakita produzierte 1984 das Making-of-Video zu Die Rückkehr des Monsters und kannte Satsuma. Dieser engagierte ihn erneut als Godzilla. Satsuma hatte anfangs ein kühles Verhältnis zu Kawakita. Dieses besserte sich aber von Film zu Film und beide arbeiteten gemeinsam bis zum Ende der Heisei-Ära. Das Kostüm wurde jetzt speziell für Satsuma angepasst. Er erinnert sich: Das Godzilla-Kostüm in Godzilla vs. Biollante wurde direkt für mich hergestellt. Es wog nur 90 Kilo. Das Kostüm von 1984 kontrollierte mich. Aber ich kontrollierte das Kostüm in Biollante. In Godzilla Duell der Megasaurier ist er nun zum Stammschauspieler für den König geworden. Satsuma meinte einmal, dass er durch die Dreharbeiten in dem berühmten Wasserbecken der Toho dutzende Male im Kostüm umfiel und keine Luft bekam. Mehrere Male sah er den Eingang zur Hölle. Die Szenen im Wasser sind die gefährlichsten an diesem Job. Einmal mit dem Kostüm umgefallen, kommt man ohne Hilfe nicht wieder hoch. Satsumas Godzilla muss sich in der Welt der Menschen zurechtfinden. Er zerstört nicht aus purer Lust an der Zerstörung. Für ihn sind die Menschen in ihren Städten so etwas wie das Miniatur-Wunderland. Als Godzilla in Sapporo erscheint, zerstört er zuerst aufgrund seiner enormen Statur die Stadt. Erst als die Armee ihn mit den neuen Maser Cannons unter Beschuss nimmt, wird er zornig und schlägt zurück. Godzilla! Gott steh uns bei. 1992 wurde Mothra aus der Mottenkiste geholt. Satsuma meinte, dass er bei den Dreharbeiten zu Godzilla vs. Mothra die schwierigste Szene seiner Karriere zu drehen hatte. Die schwierigste Szene, die ich drehen musste, war die, in der Godzilla aus dem Vulkan herauskommt. Benzin, Schießpulver und Napalm wurden verwendet, um den Effekt des Ausbruchs zu erzeugen. Überall wurde Pyrotechnik gezündet und ich musste das Innere des Vulkans hochklettern, der sehr steil war. Satsuma meinte einmal, dass Spezialeffektregisseur Kawakita Mothra sterben lassen wollte und im darauf folgenden Sequel als Mecha Mothra zurückkehren sollte. Mecha Mothra sah laut Satsuma eher wie eine Libelle aus als ein Schmetterling. Als der Film fertiggestellt wurde, gab es eine große Party. Selbst Ishiro Honda war anwesend. Satsuma fragte Honda, ob er den nächsten Godzilla-Film drehen würde. Honda sagte wohl, dass er das macht. Ob Honda das wirklich ernst meinte, kann man nicht mehr beurteilen. Er starb wenige Monate später, im Jahr 1993. Sehr interessant ist die Entwicklung Godzillas in den letzten 3 Teilen der Heisei-Ära. Godzillas Charakter ist ab Mechagodzilla anders. Er kümmert sich nun um einen der gleichen Art wie er selbst. Der kleine Godzilla, meist Junior genannt, wird in der gesamten Heisei-Reihe nie als Godzillas Sohn betrachtet. Als der erste Godzilla-Sprössling Minilla 1967 seinen ersten Auftritt in der Reihe hatte, gab sogar der japanische Originaltitel bekannt, dass es Godzillas Sohn ist bzw. sein könnte. Aber das ist ein anderes Thema. Im Original heißt der Streifen Kaijoto no Kessen Gojira no Musoku. Übersetzt bedeutet es Der Kampf auf Monster Island, Godzillas Sohn. Die Toho hat das bei der Heisei-Ära vermieden und so kann man Junior einfach zur Gattung der Godzillas sehen. Es ist ein Godzillasaurus. Was ist denn ein Godzillasaurus? Er gehört zur Godzilla-Familie. Aber diese Spezies ist nicht so aggressiv. Diese Charakterentwicklung, die Godzilla nun macht, merkt man auch in Satsumas Darstellung als Godzilla. Nicht nur wurden dafür verbesserte Kopfanimatroniken mit mehr Mimik gebaut, Satsuma ist in den Szenen mit Junior in Space Godzilla und Destroyer behutsamer und stellt Godzilla zum ersten und einzigen Mal in der gesamten Reihe bis heute als mitfühlendes Lebewesen dar. In der Showa-Ära war Godzilla die Metapher für Atomversuche und Kriegsgräuel. Später wurde er zum Antihelden und dann zum Weltenretter. Selbst Godzillas Sohn von 1967, der ja als lustiger Familienfilm gedacht ist, kann die Performance von Satsuma nicht rüberbringen. Obwohl Godzillas Sohn auch sehr gute Momente hatte. Godzilla beugt sich schützend über Junior, als Space Godzilla ihn angreift. Und man spürt Godzillas Wut, als er diesen dann in Fukuoka zum erneuten Zweikampf herausfordert. In Godzilla gegen Destroyer spürt man seine Freude, als er Junior wieder sieht.
Junior wird jedoch im gleichen Moment von den übermächtigen Destroyer geschnappt und augenscheinlich getötet. Nun zeigt erneut Satsuma eine Emotion an Godzilla, die bis heute nie wieder gezeigt wurde. Der angebliche Verlust von Junior bringt Godzilla zum Weinen. Na, so etwas, er weint. Es ist schon unglaublich. Trotz dass Godzilla in einem Kostüm dargestellt wurde und es damals noch keine großartigen CGI-Möglichkeiten gab, schafft es Satsuma, die Trauer und den anschließenden blinden Hass Godzillas glaubhaft zu transportieren. (1994) hatte er gleich 3 Kaiju-Auftritte. Einmal in Madra, in Monster Planet of Godzilla und in Space Godzilla. Satsuma deutete zum ersten Mal an, dass er möglicherweise als Godzilla-Darsteller zurücktreten würde. Genau wie Nakajima war es unter anderem der körperliche Zustand, der die Arbeit schwieriger machte. Doch ehe er sich selbst dazu entscheiden konnte, kam von ganz oben eine Ansage, die sich gewaschen hatte. 1995 traf die Chefetage der Toho den Entschluss, Godzilla sterben zu lassen. Nach dem unerwartet relativ schlechten Einspielergebnis von Space Godzilla und der positiv aufgenommenen Wiederkehr von Gamera musste Toho nun reagieren. Selbst Satsuma war über Gameras Erfolg überrascht. Ich war erstaunt, dass die Sets bei Gamera Garden of the Universe so klein waren. Schwer zu glauben, dass ein Film mit so einem kleinen Set derart positive Kritiken bekommt. Meiner Meinung nach ist die These, dass Space Godzilla schlecht ablief und somit einer der Gründe ist, warum die Heisei-Ära enden musste, nicht ganz schlüssig. Mit 3,4 Millionen verkauften Kinokarten und somit der zweiterfolgreichste Film des Jahres 1995 in Japan kann man nicht unbedingt von einem Flop reden, der eine sonst erfolgreiche Reihe hätte beenden müssen. Da eine Hollywood-Produktion ihre Hausmarke greifbar näher rückte und wahrscheinlich mit vielen Millionen Dollar an Umsatz gerechnet wurde, wollte man den Schlussstrich des japanischen Godzillas setzen. Satsuma bezeichnet seine Darstellung in Destroyer als die beste, die er je gegeben hat. Er war sehr überrascht, dass Godzilla auf dem Land stirbt und nicht, so wie er sich das vorstellte, im Wasser. Satsuma erinnert sich: Meine Idee basierte auf der Legende vom Elefantengrab. Die Legende besagt, dass ein Elefant, wenn er spürt, dass er sterben wird, sich zu einem Friedhof aufmacht. Ich stellte mir vor, dass Godzilla in den Südpazifik zurückkehrt, wenn er spürt, dass sein Ende naht. Für ihn war der Tod von Godzilla das Ende seiner Laufbahn. Es kam viel schneller, als er wahrscheinlich geglaubt hatte. Godzillas Körper ist voll mit radioaktiver Energie. Er leuchtet glühend rot, sein Körper dampft und er entlädt die Energie durch ständiges Abfeuern seines Hitzestrahles. Dafür wurde das Kostüm mit mehreren Leuchten versehen. Das Dampfen von Godzillas Körper wurde mit Carbonmonoxid animiert. Satsuma hatte beim ersten Drehtag keine Maske um, atmete das Gas ein und fiel um. Für viele Mitarbeiter des Teams war die Produktion von Godzilla gegen Destroyer sehr emotional. Akira Ifukube meinte, dass das Requiem zu Godzillas Tod sich so anfühlte, als würde er die Musik für seinen eigenen Tod komponieren. Ifukube spielte die Musik Tomoyuki Tanaka vor, der bereits schwer krank war. Beiden kamen dabei die Tränen. Und selbst für Satsuma ist dies wohl bis heute ein emotionaler Moment geblieben. Er war auch in dem Godzilla-Anzug zu sehen, welcher am Ende kurz hinter der Nebelwand erscheint. Dieser neue Godzilla ist der wiedergeborene Junior, der die freigesetzte Energie durch die Kernschmelze aufnahm. Satsuma wollte eigentlich nicht in dieser Szene auftauchen. Junior wurde nämlich vorher von Hurricane Ryo gespielt. Dieser war bereits in den Anzügen von King Ghidra, Batra als Larve und Baby Godzilla zu sehen. Hier spielt er den größeren Junior. Satsuma wollte daher, dass Hurricane Ryo den wiedergeborenen Godzilla Junior spielt. Schließlich war es auch vorher, aber die beiden hatten verschiedene Körpertypen, somit musste Satsuma nochmal für die Szene in das Kostüm. Für ihn war es ein merkwürdiges Gefühl, schließlich ist sein Godzilla kurz vorher gestorben und nun stellt er den wiedergeborenen Junior dar. Godzilla gegen Destroyer erschien am 9. Dezember 1995. Satsuma erinnert sich rückblickend an seine Karriere. Ich habe jetzt 7 Godzilla-Filme gedreht und ich glaube, ich habe fast alles erreicht, was ich in dem Kostüm machen wollte. Vor allem war ich immer der Meinung, dass Godzilla seine Emotionen ausdrücken sollte, was angesichts der Bandbreite an Bewegungen und Ausdrucksmöglichkeiten, die man im Anzug machen kann, sehr schwierig ist. Was immer Godzilla also tut, brüllen, seinen atomaren Strahl ausstoßen, mit Godzilla Junior kommunizieren, ich versuchte immer kleine Bewegungen hinzuzufügen, die seinen emotionalen Zustand zeigen.
wie zum Beispiel das Bewegen seiner Finger oder einen kurzen Blick. Der Heisei Godzilla hat eine ganz andere Persönlichkeit als der alte Godzilla. Er ist sehr animalisch, immer in Bewegung. Aber ich glaube, dass Godzilla eine sehr emotionale Kreatur ist. Er ist der einzige Schauspieler, der Godzilla in einer kompletten Reihe verkörperte. Die Toho wusste, was sie an Satsuma hatte. Auf die Frage hin, wie er die 98er-Version von Godzilla fand, antwortete Satsuma: Ehrlich gesagt war ich enttäuscht. Es war nicht Godzilla. Kenpachiro Satsuma wurde 2001 in Shuzuke Kanekos GMK ein Tribut gezollt. Er war Namensgeber des U-Bootes Satsuma. Ebenfalls war er auch für seine Fans greifbar und trat bei vielen Conventions wie der G-Fest auf. Ein großer Mann, der als Monster extrem menschlich war. Zu erwähnen wäre noch, dass Satsuma 1985 in der nordkoreanischen Produktion Pulgasari das titelgebende Kaiju spielte. Der Film wurde von einem nordkoreanischen Studio gedreht, die Toho lieferte aber die Effekte. Seine letzte Rolle hatte er in Blind Beast vs. Killer Dwarf von 2001. Der Godzilla der Heisei-Ära ist sehr viel animalischer als seine Vorgänger. Dementsprechend ist er auch viel wuchtiger und muskulöser. Godzillas Charakterzeichnung, das absolut gelungene Design der Anzüge, als auch die Performance von Satsuma machen diesen Godzilla meiner Meinung nach zu den besten der gesamten Reihe. Es ist eine hohe Kunst, Godzilla glaubwürdig zu verkörpern. Satsuma ist ein leuchtendes Beispiel, wie so etwas funktioniert. さよなら、ゴジラ。